5 Puppen hier gekauft. Und die werden wir heute um 3 Uhr nachts aufschneiden. Wir haben hier die Puppe von Buzz Lightyear, die von Woody, Rex. Oh, hat diese Puppe gerade gebrüllt? Ich bin so gespannt, was in da drin ist. Die Puppe von Jessie, Forky, Smarty Pants. Diese Puppe stinkt übel. Aber macht Sinn, weil Smarty Pants ist ja auch ein Toilettenspielzeug. Und wir haben auch noch die Puppe von einem Toy Story 5 Spielzeug, das noch nie zuvor jemand gesehen hat. Freunde, schreibt mal in die Kommentare, wer der hier hinter ist. Aber wir haben auch noch die gruseligste Puppe gekauft, die es gibt. Und das ist die Puppe von Lillipad. Hier oben steht, dass wir die erst bei 10.000 Likes aufschneiden dürfen, aber das ist uns doch egal. Ich würde sagen, mit der fangen wir direkt an. Das würde ich an deiner Stelle lieber nicht tun, ansonsten werde ich dich beißen. Ist ja gut, Lillipad. Die 10.000 Likes schaffen wir eh locker. Gebt einfach alle einen Daumen nach oben, aber mit welcher Puppe fangen wir an? Das lassen wir euch, die Zuschauer, entscheiden. Schreibt jetzt einfach euer Lieblingsspielzeug in die Kommentare. Und das, was am meisten geschrieben wird, mit dem starten wir dann als erstes. Schreibt alle Jessie in die Kommentare, ich bin so in sie verliebt. Igitt, Vogelmann ist verliebt. Aber naja, ihr habt jetzt noch genau 5 Sekunden Zeit. 3, 2, 1. Und ihr habt euch entschieden für die Puppe von Woody. Oh, wie cool. So wie er bin ich heute auch verkleidet. Ich hole seine Puppe direkt mal aus dem Karton raus so. Und wir schneiden sie auf. Ich spüre hier auch schon ganz viele Sachen und wow. Hier ist irgendeine direkt hinter ihrem Mund. Ich mach da direkt mal einen Schnitt. So, und der Mund ist offen. Und wow, schaut mal hier drin. Steckt irgendwas Rotes. Ich zieh mal dran. Boah, ist das etwa Woodys Zunge? Ja, wir können die super lang ziehen. Ist ja viel zu witzig. Aber seit wann haben Puppen den Zungen? Aber naja, lasst uns mal ganz stark an dieser Zunge ziehen. Und wow, wir haben sie gerade einfach abgerissen. Wirklich? Aber naja, lasst uns direkt mal schauen, was hier noch so in Woodys Mund drin ist. Und boah, ich hab hier noch irgendwas. Und das ist, glaube ich, ein Zettel, ja. Und der ist zusammengefaltet. Falten wir den direkt mal auf. So, und wow, das hier ist ein Poster. Und da steht drauf, dass Woody gesucht wird. Und man bekommt $15.000 als Belohnung, wenn man ihn findet. Wow, ist ja viel zu krass, wenn ihr Woody irgendwo seht. Dann schreibt's direkt in die Kommentare. Du siehst, wow. In Woody klingelt doch gerade irgend so ein Telefon, oder? Ja, jetzt gerade hat es wieder aufgehört. Lass ihn uns schnell hier unten aufschneiden. Ich glaube, von da kam das Klingeln. Und in ihn reingreifen, so. Oh ja, ich glaube, ich hab's. Und das hier ist einfach so ein blaues Mini-Handy. Ist das vielleicht das Handy von Woody? Lass es uns direkt mal anschalten, so. Oh ja, schaut mal. Woody ist hier sogar als Hintergrundbild drauf. Das ist wirklich Woodys Handy und wow. Es klingelt gerade auch schon wieder. Und hier steht, dass Woody uns anruft. Wow, wie krass, lass uns direkt mal rangehen. Und versuchen ihn herzulocken. Weil dann bekommen wir ja die Belohnung. Let's go. Hallo Woody, bist du da? Ja, natürlich. Und du hast mein Handy gestohlen. Gib's mir sofort zurück. Hey, nein, wir haben es dir nicht gestohlen. Wir haben deine Puppe gekauft und da war es drin. Ist mir egal, wo du es her hast. Bring's mir sofort zurück. Nein, das kannst du vergessen. Wenn, dann musst du schon selber hierher kommen und dir das abholen. Na gut, dann komm ich zu dir nach Hause. Mach dich auf was gefasst. Oh, und der hat aufgelegt. Das war irgendwie gruselig, Freunde. Aber naja, wenn er kommt, schnappen wir ihn uns und dann bekommen wir die Belohnung. Aber naja, lass uns direkt mal schauen, was hier noch so in Woody drin ist. Ich kann hier unten in seinem Fuß auch irgendwas spüren. Ich mach da auch direkt mal einen Schnitt so. Der Fuß ist offen, aber wow, was ist hier denn drin? Hier drin bewegt sich irgendwas. Und das ist eine Schlange. Ich hab so eine Angst vor Schlangen. Die krabbelt jetzt einfach hier über den Tisch. Oh nein, das ist gruselig. Da kam einfach eine Schlange unten raus. Aber macht Sinn, Woody lebt ja im Wilden Westen. Und da sind überall giftige Schlangen. Aber naja, ich kann hier noch was in Woody spüren. Und das ist hier oben in seinem Hut. Ich schneide ihn auch direkt mal hier oben. So, die ganze Watte kommt schon hier oben aus ihm raus. Oh, ich sehe da drin wirklich irgendwas. Und das sind Woodys Hände. Oh ja, schaut mal. Woody wird ja normalerweise als ganzes Spielzeug geliefert. Aber das hier sind nur seine Hände. Lass uns die direkt mal aus ihrer Verpackung rausholen. So. Hier sind sie. Und jetzt die Hände auf die Finger stecken. Nummer 1 und hier drüben noch Nummer 2. Ah, jetzt haben wir einfach so Mini-Hände. Aber wow, was passiert da? Diese Hände haben gerade die Kontrolle. Genau, sie steuern mich. Sie haben mich gerade einfach geroffen. Oh nein, sie steuern mich einfach weg. Und das hat wehgetan. Wow, was machen sie jetzt? Ich glaube, sie wollen hier drüben zur Puppe von Rex. Und ja, sie greifen sie gerade. Und holen sie aus ihrer Box raus. Oh, ich glaube, die Hände. Wollen, dass wir sie jetzt aufschneiden? Ja. Oh nein, sie schneiden gerade auch schon in die Puppe von Rex rein. Und jetzt ist er, glaube ich, offen. Ja. Wow, lass uns diese Hände wieder ausziehen. So. Nummer 1 ist weg. Und die andere habe ich auch wieder von meinem Finger weggekriegt. Die ziehen wir auf jeden Fall nicht nochmal. Aber wenn die Puppe von Rex jetzt schon offen ist, greifen wir natürlich direkt in die rein. Und schauen, was hier so drin ist. Oh, ich habe hier was Großes und das ist ein Dino-Schrei in der Dose. Was? Das heißt, hier ist ein Dino-Schrei eingesperrt. Und wenn wir die Dose öffnen, hören wir den? Ach, vielleicht hat deswegen die Puppe von Rex vorhin so gebrüllt, weil die Dose kurz aufgegangen ist. Aber naja, ich öffne die Dose direkt mal. Oh, dieser Schrei, der aus der Dose rauskam, war gerade super laut. Freunde, wenn ihr auch so eine krasse Dino-Dose haben wollt, dann abonniert mal kostenlos diesen Kanal. Aber naja, schauen wir direkt mal, was hier noch so in der Puppe von Rex versteckt ist. Hier vorne kann ich nichts mehr spüren. Oh, hier hinten, ne? An seinem Po ist irgendwas. Oh nein, dann müssen wir ihn jetzt wohl auch noch an seinem Po aufschneiden. Ich mach direkt mal einen Schnitt. So, er ist offen. Was ist das denn? Hier hinten sind ganz viele wabbelige Würmer drin. Und die sind übel glibberig. Ist ja super eklig. Aber ich habe da auch noch was anderes Hartes gespürt. Oh ja, ich glaube, ich hab's. Und das ist Rex Dinosaurier-Ei. Oh, wie krass das heißt. In dieser Verpackung ist ein Ei und daraus kann man einen kleinen Mini-Rex züchten. Wow, wie krass, der ist dann bestimmt auch lebendig und kann sich bewegen und so. Und wow, hier hinten steht drauf, was wir machen müssen, damit das Ei schlüpft. Wir müssen es nämlich nur in Wasser legen und dann sollte Rex daraus wachsen. Das trifft sich gut, Freunde. Ich habe nämlich sogar schon ein Aquarium vorbereitet. Und in das können wir dieses Ei gleich reinlegen. Ich hol's direkt mal aus seiner
Und wir legen es direkt ins Wasser. Seid ihr bereit, Freunde? Ich tauche es unter. Oh, schaut mal. Aus diesem Ei kommen ganz viele Blubberblasen raus. Und jetzt ist es hier unten auf den Boden vom Aquarium gesunken. Und auf der Verpackung steht, dass wir jetzt nur noch 5 Minuten warten müssen. Und dann sollte unser Baby Rex da drin geschlüpft sein. Wie komisch, dass er nur unter Wasser schlüpft. Aber naja, schauen wir direkt mal, was noch so in seiner Puppe drin ist. Und boah, ich spüre hier oben in seinem Kopf noch irgendwas. Ich schneide ihn direkt mal auch hier oben auf. Was ist das denn? Schau mal, hier oben ist irgend so was Rosanes. Und das sieht fast so aus wie sein Gehirn. Ja, man kann es auch voll quetschen, ne? Und dann kommt es hier oben raus. Ich zieh mal dran, Freunde. Oh ja, das ist wirklich sein Gehirn. Das ist super klein. Ich habe noch nie so ein kleines Gehirn gesehen. Das Ding ist, wow, hier in seinem Kopf ist noch mehr. Und das ist irgendwas Grünes. Ich falte es mal auf. Oh, das hier ist ein Sticker-Set von Rex. Das Ding ist, ihm fehlt hier sein Gesicht. Vielleicht müssen wir ihn aus diesen Stickern selber zusammenbauen. Machen wir das direkt mal. Ich ziehe direkt mal seinen Körper auf. So, hier ist er. Und wir kleben ihn auf dieses Papier. So, und jetzt müssen wir ihm nur noch Arme aussuchen. Wir nehmen mal die zwei hier und kleben sie ihm an. So, jetzt hat er einfach Arme. Und jetzt fehlen ihm nur noch Augen. Und die kleben ihm auch noch auf. Er bekommt noch einen Sheriff-Stern. Und jetzt ist unser eigener Rex komplett. Dieses Sticker-Set war viel zu cool. Wie krass, dass es einfach in der Puppe von ihm drin war. Aber naja, ich kann hier in seinem Kopf noch mehr spüren. Und da ist sein Dino, der irgendetwas im Mund hat. Boah, und hier hinten ist so ein Knopf. Drücken wir da mal drauf. Und boah, jetzt hat der Dino seinen Mund geöffnet. Und da ist so ein Lolli rausgekommen. Boah, der sieht lecker aus. Das Ding ist, wartet mal, schaut mal hier unten. Da steht noch irgendwas. Nämlich, dass man den Lolli nicht essen soll. Hey, warum das denn? Bestimmt nur, weil Rex den Lolli für sich haben will. Wir probieren den jetzt einmal. Boah, der hat super bitter geschmeckt. Und war gar nicht lecker. Und wow, ich merke gerade, wie alles in meinem Körper kribbelt. Ich dachte, da war irgendein Zaubertrank in dem Lolli drin. Oh nein, ich habe mich gerade in den Dino verwandelt. Ich sehe super hässlich aus, Freunde. Meine Haut ist ganz grün. Mein Gesicht ist voll verformt. Hoffentlich verwandle ich mich gleich wieder zurück. Oh ja, jetzt bin ich wieder normal. Deswegen sollten wir diesen Lolli nicht essen, weil der voller Dino-Zaubertrank ist. An dem lecke ich auf jeden Fall nicht nochmal. Aber im Kopf von Rex kann ich jetzt auch nichts mehr spüren. Oh wow, hier im Magen steckt noch irgendwas drin. Die Rex-Puppe muss irgendwas gegessen haben. Und das ist ein Burger? Ja, Freunde, das ist eine Burger-Verpackung und hier unten steht Rex-Burger drauf. Oh, wie krass. Ich habe gerade super Hunger. Oh, mein Magen knurrt gerade schon übel. Und deswegen öffnen wir jetzt direkt diese Burgerpackung und schauen nach, was für ein leckerer Burger hier drin ist. Aber ja, schaut mal. Dieser Burger ist übel klebrig und super wabbelig. Ah, der war jetzt bestimmt für Wochen im Magen von der Rex-Puppe und ist deswegen schon halb verdaut. Ist ja super eklig. Oh, aber den Käse darauf kann man sogar noch erkennen. Aber na, werfen wir diesen Burger direkt mal weg. Und jetzt klebt er einfach hier oben an der Decke. Ich glaube, den sollte man wirklich nicht mehr essen. Aber naja, ansonsten habe ich in der Rex-Puppe eigentlich nichts mehr gespürt. Nein, sie ist komplett leer. Und deswegen schneiden wir jetzt direkt die nächste Puppe auf. Und ich würde sagen, jetzt machen wir weiter mit der Puppe von Buzz Lightyear. Das ist mein Lieblings-Toy-Story-Spielzeug. Ich hole ihn direkt mal aus seiner Box raus, so. Und da es ein Buzz Lightyear aus Toy Story 5 ist, müsste es ja eigentlich ein Hightech-Buzz Lightyear sein, der fliegen kann. Ja, der hat hier vorne auch die ganzen Knöpfe drauf. Aber naja, schauen wir direkt mal, wo wir ihn zuerst aufschneiden. Oh, boah, ich kann hier in seinem Bein irgendwas spüren. Ich schneide ihn da auch direkt mal auf. Das Ding ist so nice. Ich glaube, wir haben direkt ein Kabel geschnitten. Lass uns das direkt mal anfassen und schauen, ob da Strom drauf ist. Oh ja! Ich habe gerade voll den Elektroschock bekommen, als ich das angefasst habe. Das heißt, wir müssen bei der Buzz Lightyear-Puppe super aufpassen, weil sie jetzt ein Technikspielzeug ist. Aber naja, ich schneide sie auch direkt mal hier am Bauch auf. Das Ding ist groß. Habt ihr das gerade auch gehört? Da ist doch gerade so eine Eierschale gebrochen. Und das bedeutet, Rex ist bestimmt geschlüpft. Und oh ja! Schau mal, hier aus dem Ei ist wirklich so ein riesiger Rex rausgekommen. Wir haben ihn einfach selber gezüchtet. Ist ja super cool. Das Ding ist, er bewegt sich gar nicht. Ach, stimmt, die Toy Story-Spielzeuge bewegen sich ja nur, wenn man nicht hinschaut. Also lass uns direkt mal die Augen zuhalten und schauen, ob er sich dann bewegt. Und ihr müsst schreiben, ob irgendwas passiert ist. So, meine Augen sind zu. Und ich kann gar nichts mehr sehen, Freunde. Wenn er sich gerade wirklich bewegt, dann schreibt es sofort in die Kommentare. Ich muss es wissen. Aber naja, öffnen wir die Augen wieder. Oh ja, er ist wirklich woanders. Er muss irgendwie woanders hingelaufen sein, als wir unsere Augen zu hatten. Wie krass. Naja, stellen wir ihn mal zur Seite und schauen, was hier noch so in der Puppe von Buzz Lightyear drin ist. So, sein Bauch ist offen. Ich greife in ihn rein. Oh, ich hab hier was. Und das ist eine Buzz Lightyear-Figur. Die hat hier oben solche Propeller dran. Kann die etwa fliegen? Das wäre krass, aber wow, schaut mal. Der führt so ein Kabel in die Buzz Lightyear-Puppe rein. Lasst uns mal noch an diesem Kabel ziehen. Oh, ich hab hier einfach einen Steuerknüppel. Ja, Freunde, hier ist so ein Knopf dran. Und wenn man den drückt, dann dreht sich einfach die Propeller von Buzz. Boah, lassen wir ihn direkt mal los und wow. Jetzt fliegt er hier einfach quer durch die Luft. Ja, Buzz Lightyear einfach wie so ein Hund an der Leine. Das macht super viel Spaß, Freunde. Seht vor, was passiert jetzt? Ich glaube, die Batterien von Buzz sind leer gegangen. Weil er ist gerade abgestürzt. Und der Knopf funktioniert auch nicht mehr. Oh Mann, ich habe eigentlich super gern damit gespielt. Aber naja, da sind noch mehr Sachen in Buzz Lightyear drin. Hier in seinem Körper spüre ich nichts mehr außer diese Watte. Aber in seinem Kopf ist noch irgendwas. Schneiden wir ihn direkt mal hier an seinem Auge auf. Ich mache einen Schnitt um sein Auge rum. So, und wow, hinter seinem Auge ist einfach noch ein Auge. Und what können wir irgendwie aus Buzz rausquetschen? Das sieht ja super eklig aus. Na, ziehen wir da mal dran so. Und jetzt haben wir einfach Buzz. Echtes Auge in der Hand. Ja, es ist wabbelig. Und wow, wenn wir das an die Wand werfen, dann klebt es einfach auch da oben. Aber naja, da muss noch mehr ein Buzz-Kopf drin sein. Oh ja, ich habe hier was, aber das ist zu groß. Um es aus diesem Loch rauszuholen, wir schneiden es noch ein bisschen größer. So, jetzt sollte es passen. Oh ja, ich hab's, Freunde. Und das ist ein Buzz Lightyear Blaster. Oh ja, sieht ganz so aus. Hier ist er auch drauf. Das
Das Ding ist, was passiert, wenn wir auf den draufdrücken? Lass uns das direkt mal ausprobieren. Ich drück drauf in 3, 2, 1. Und let's go. Wow. Das ganze Bild ist gerade einfach wellig geworden. Wow. Aber ansonsten ist nichts passiert. Müssen wir diesen Blaster vielleicht auf irgendwas richten, damit er funktioniert? Das kann sein. Ich blaster mit dem direkt mal auf die Figur von Rex drauf. Und wir schauen, was mit ihm passiert. Let's go. Wow, schaut mal. Ja, es funktioniert. Und Rex schmilzt gerade einfach. Das ist jetzt einfach nur noch so ein Haufen Schleim. Das bedeutet dieser Blaster. Oh, nicht alles, worauf man ihn richtet. Ekelhaften Schleim. Ist ja super widerlich. Wir müssen auf jeden Fall aufpassen, dass wir nicht aus Versehen uns damit abblastern. Ansonsten werden wir auch zu Schleim. Und dann legen wir diesen ekligen Schleim mal zur Seite. Und schauen, was hier noch so in der Puppe von Bass drin ist. Und boah, hier oben schaut noch irgendwas raus. Und das ist eine Spritze. Und die ist mit Säure gefüllt, steht hier drauf. Oh nein, Freunde, Säure. Ist alles kaputt, wo man sie drauf macht. Und ich würde sagen, die benutzen wir, um eine der nächsten Puppen zu öffnen. Bei der von Buzz Lightyear spüre ich jetzt leider nichts mehr. Das Ding ist, mit welcher Puppe machen wir weiter? Wir haben noch super coole Puppen da. Aber mich interessiert gerade, welche Puppe in dieser Mystery Box hier drin ist. Lasst uns direkt mal die Folie vorne abziehen. Und hier hinter ist die Puppe von Ham. Das ist das Sparschwein aus Toy Story. Und boah, diese Puppe ist auch super schwer. Was ist da denn alles drin? Sind da vielleicht Münzen drin? Wir finden es direkt raus. Aber diesmal schneiden wir die Puppe ja nicht ganz normal aus, sondern wir benutzen die Säure aus der Buzz Lightyear Puppe. Damit müssen wir auf jeden Fall ganz vorsichtig sein, dass wir die nicht auf die Finger bekommen und so. Aber naja, ich träufle sie hier auf den Bauch von Ham drauf so. Und boah, ja, die Säure reagiert auch schon. Die Puppe fängt übel an zu rauchen. Das stinkt übel. Oh, yes. Ist hier wirklich ein Loch im Bauch von der Ham-Puppe. Und boah, darin sind ganz viele goldene Münzen. Boah, Ham ist einfach komplett damit gefüllt. Das Ding ist, wartet mal, diese Münzen sind, glaube ich, gar nicht echt. Nein, denn man kann die hier aufpacken. Und in denen ist Schokolade drin. Boah, das sind einfach Schokoladenmünzen, Freunde. Boah, ich liebe Schokolade. Und wir haben voll viele davon. Das ist super lecker. Aber naja, hier muss noch mehr in der Ham-Puppe drin sein. Außer diese ganzen Schokomünzen. Oh ja, ich habe hier was Großes. Und das ist dieser Getränkespender hier. Und hier oben steht Schweinewasser drauf. Hey, was ist denn Schweinewasser? Auf jeden Fall ist das ganz pink. Und hier unten steht schon so ein Gläschen bereit. Und da füllen wir uns jetzt direkt mal ein bisschen Schweinewasser rein. Let's go. Oh ja, das Schweinewasser läuft hier rein. Und jetzt haben wir so ein kleines Gläschen davon. Lass uns das direkt probieren. Oh, wow, das hat voll lecker nach Zuckerwatte geschmeckt. Das ist das Leckerste, was ich jemals getrunken habe. Wir lassen uns direkt noch ein Glas raus. Und trinken das. Oh. Ich habe noch nie sowas Leckeres getrunken, aber... Oh nein, was ist da gerade passiert? Ich habe gerade einfach so Grunzgeräusche gemacht. Oh nein, ist das vielleicht ein Schweinezaubertrank? Oh ja, und jetzt grunzen wir so übel eklig. Oh, ich glaube, es hat wieder aufgehört. Zum Glück haben wir nur Schweinegeräusche gemacht und uns nicht komplett in ein Schwein verwandelt. Von diesem Zaubertrank trinken wir auf jeden Fall nichts mehr. Aber naja, vielleicht ist ja noch was anderes in der Puppe von Ham drin. Oh ja, ich habe hier noch irgendwas. Und das sieht so aus wie ein Kassenzettel. Oh ja, aber der ist super lang, Freunde. Der hört gar nicht mehr auf. Wie viele haben Ham denn da eingekauft? Aber naja, ich glaube, jetzt haben wir es, ja. Oh, das ist der längste Kassenzettel, den ich jemals gesehen habe. Der ist ja größer als ich. Schau mir mal, was Ham da alles so eingekauft hat. Und die erste Sache ist einfach, Buzz Lightyears Unterhose in XXXL. Das ist ja super peinlich. Der hat einfach Buzz Unterhosen gekauft. Und noch so viel mehr Sachen. Und am Ende hat das Ganze $32.644 gekostet. Boah, also so viel Geld habe ich nicht. Aber Ham ist ja ein Sparschwein, deswegen ist er bestimmt reich. Aber naja, in Hams Körper kann ich jetzt nichts mehr spüren. Aber dafür ist hier in seinem Kopf noch einiges. Ich schneide ihn direkt mal hier oben auf. So. Jetzt ist er offen und boah, ich sehe hier oben schon irgendwas. Das ist was Grünes und wow. Ich glaube, ich weiß, was das ist. Das hier ist nämlich scharfe Soße. Ja, hier steht sogar eine Warnung drauf. Dass die extrem scharf ist. Lass uns die direkt mal probieren. Eigentlich mag ich scharfe Sachen. Ich tröpfe mir direkt mal ein bisschen was in den Mund an. So, oh, das war die schärfste Soße, die ich jemals gegessen habe. Oh, die brennt super doll im Mund. Ich habe sogar Feuer gespuckt. Freunde, würdet ihr euch auch trauen, diese scharfe Soße zu probieren? Ja, dann abonniert mal kostenlos diesen Kanal. Weil dann dürft ihr der Dr. Light Crew beitreten. Ich esse auf jeden Fall nichts mehr davon. Ich habe die Mutprobe schon bestanden. Aber boah, ich spüre noch was in Hams Kopf, genauer gesagt hinter seinen Augen. Und das ist diese Brille hier. Aha, und die sieht aus wie so zwei Herzen. Das ist einfach Hams Brille. Das sieht damit auch super cool aus. Aber naja, ansonsten kann ich nichts mehr in ihm spüren. Und deswegen machen wir direkt mit der nächsten Puppe weiter. Und ich würde sagen, jetzt nehmen wir die von Jessie. Den Cowgirl aus Toy Story 5. Ich bin so gespannt, was in ihr alles drin ist. Boah, ich kann auf jeden Fall schon super viel spüren. Ich würde sagen, sie schneiden wir erstmal hier oben an ihrem Hut auf. Da sind, glaube ich, die meisten Sachen drin. Und boah, ja, ich sehe da auch schon die erste. Und das ist Jessie. Sheriff-Stern. Boah, ja, Freunde. Den kann man sich zum Beispiel hier an die Weste machen. Und dann weiß jeder, dass man ein Sheriff ist. Jetzt sind wir einfach auch einer. Aber naja, in Jessies Puppe muss noch mehr drin sein. Boah, ja, ich sehe hier noch was. Und boah, das hier ist ein Ventilator. Und hier unten steht auch was drauf. Den hat Jessie nämlich von Buzz Lightyear geschenkt bekommen. Und auf ihm steht auch drauf, dass man hier auf so einen Knopf auf der Seite drücken soll. Der schaltet den Ventilator dann bestimmt an. Machen wir das mal. Und boah, ja, er ist angegangen. Und auf dem erscheint gerade so eine Botschaft. Nämlich, ich liebe dich. Das ist ja super krass. Das heißt, Buzz Lightyear hat Jessie mit diesem Ventilator einfach gesagt, dass er sie liebt. Und wow, der macht voll schön kühle Luft. Aber naja, hier in Jessie muss noch mehr drin sein. Greifen wir mal wieder in ihren Hut und wow. Ich hab hier einfach so eine kleine Cornflakes-Packung. Und die ist von Jessie. Und wow, hier steht auch drauf, dass darin eine geheime Figur drin ist. Boah, wie krass, ich liebe solche Cornflakes mit Figuren drin. Machen wir die Verpackung direkt mal auf, so. Hier sind die Cornflakes auch schon und wir schütten sie auf den Tisch. So, und wow. Hier ist gerade wirklich so eine Figur mit rausgeflogen. Und das
Das ist Bully, das Pferd. Wie krass, wir haben einfach eine Figur von ihm bekommen. Na, lass uns auch direkt mal noch die Cornflakes probieren. Oh, die schmecken auch super lecker. Freunde, wenn ihr Jessys Cornflakes im Supermarkt seht, müsst ihr die auf jeden Fall probieren. Ich habe noch nie so leckere Cornflakes gegessen. Aber naja, lass uns direkt mal schauen, was hier noch so in Jessie drin ist. Jetzt schneide ich mal ihre Hand auf. Oh, sie ist offen. Und wow, hier drin ist einfach noch so eine Hand. Ist ja super krass, irgendwie auch gruselig. Stellen wir die mal auf den Tisch und wow. Schaut mal, diese Hand läuft gerade einfach von alleine hier rum. Sie krabbelt einfach einmal quer über den Tisch. Also ich habe noch nie eine Hand gesehen, die von selber läuft. Lass uns direkt mal auch noch Jessie hier aufschneiden. Hier im Körper und wow. Ich kann hier drin auch was sehen. Das glänzt irgendwie super krass. Und wow, ich glaube, das ist ein Döschen mit Flüssigkeit drin. Und wow, ja, hier steht drauf, dass das ein XXL-Zaubertrank ist. Boah, das bedeutet, wenn man diesen Zaubertrank trinkt oder über irgendwelche Gegenstände drüber schüttet, dann wachsen die und werden XXL. Lass uns diesen Zaubertrank direkt mal alle kleinen Figuren von Bully ausprobieren, die wir gerade aus den Cornflakes rausgezogen haben. Ich schraube den Trank direkt mal auf, so. Und wir schütten ihn über die Figur von Bully drüber. So, und jetzt würde sie anfangen zu wachsen. Ja, sie wird größer und größer. Und jetzt ist sie einfach riesig geworden. Boah, und sie ist auch übel quetschbar wie so eine Puppe. Boah, ja, sollen wir auch mal schauen, wenn hier irgendwelche Spielzeuge drin sind? Wenn ja, dann schreibt jetzt direkt mal Bully in die Kommentare. Und dann schauen wir am Ende vom Video nach. Naja, in Jessie muss noch was drin sein. Und ja, ich kann hier hinter ihrem Mund noch irgendwas spüren. Ich schneide sie da direkt mal auch auf. Jetzt ist sie offen. Schaut mal, Jessie. Und jetzt einfach über den komischen Mund bekommen. Die hat voll die schiefen Zähne und so. Naja, ziehen wir da mal dran. Und boah, wir können ihren Mund sogar rausholen. Und hier hinten an dem ist so ein Lolli dran oder so. Ja. Und wenn wir uns den in den Mund stecken, den Mund von Jessie. Wow, wie cool. Und wow, dieser Lolli hat unseren Mund auch super rot gewählt. Das ist der coolste Lolli, den ich jemals gegessen habe. Und man sieht mit ihm super lustig aus. Aber naja, ansonsten kann ich in Jessies Puppe nichts mehr spüren. Nein. Und deswegen schneiden wir direkt die nächste Puppe auf. Haben wir schon genügend Likes? Für die von Lillipad? Nein, uns fehlt immer noch ein Like. Das schafft ihr niemals. Ihr seid solche Loser. Nein, wir sind keine Loser, Lillipad. Den einen Like schaffen wir noch locker. Wenn du keinen Daumen nach oben gegeben hast, macht es jetzt. Weil dann können wir gleich auch noch in die Puppe von Lillipad reinschauen. Und in der Zwischenzeit öffnen wir jetzt noch die Puppe von Forky. Der ist ja das Löffel-Gabelspielzeug, das eigentlich aus Müll besteht. Schneiden wir ihn direkt mal hier oben an seinem Mund auf, so. Und wow. Hat Forky etwa Goldzähne? Oder warum glitzert es so Gold aus seinem Mund? Ich zieh mal an diesen goldenen Zeug in seinen Mund und wow. Das hier ist, glaube ich, eine Goldkette. Ja, wie krass. Die ist bestimmt super wertvoll. Also ich hätte nicht gedacht, dass in Forky so krasse Sachen drin sind. Weil eigentlich besteht er nur aus Müll. Aber ja, hier ist noch mehr drin. Und wow, die nächste Sache ist super groß. Und das ist eine Mülltonne? Ja, genauer gesagt die von Forky. Das Ding ist, stinkt auch super krass. Na, lass uns die direkt mal aufmachen und nachschauen, was hier drin ist. Und hier ist auf jeden Fall super viel Plastikmüll drin. Aber was ist das hier unten? Schaut mal, hier liegt noch was und da ist einfach Forky. Oh nein, irgendjemand hat ihn in den Müll geschmissen. Der Arme. Eigentlich ist es ja auch nur ein ganz normales Spielzeug. Jetzt haben wir Forky auf jeden Fall aus diesem ekelhaften Müll hier gerettet. Und wir schauen, was hier noch so in seiner Puppe drin ist. Oh, ich habe hier noch was Großes. Und das ist einfach ein riesiges Geschenk. Oh ja, ich liebe Geschenke, Freunde. Aber oh nein, hier hinten steht was drauf. Nämlich, dass wir dieses Geschenk nicht öffnen sollen. Hey, warum das denn? Geschenke sind doch zum Öffnen da, Freunde. Ich würde sagen, wir öffnen das einfach trotzdem. Ich mache die Verpackung auf und schütte raus, was hier drin ist. Das Ding ist... Schaut mal, in diesem Geschenk ist einfach eine Kakerlake drin gewesen. Und die krabbelt jetzt hier einfach über den Tisch. Ich hasse Kakerlaken, wie eklig. Schnappen wir uns die direkt mal wieder. Ja, sie zappelt hier übel rum und packen sie zurück in dieses Geschenk. Und ich würde sagen, das schenken wir nachher Vogelmann und pranken ihn damit. Aber naja, jetzt schauen wir zuerst mal, was hier noch so in Forky drin ist. Und weil ich hier oben in seinem Kopf jetzt nichts mehr spüre, schneiden wir ihn direkt hier unten bei seinen Füßen auf. So, jetzt ist hier ein Loch drin. Oh, ich kann hier auch schon was sehen. Und das ist irgendwas Rotes. Oh, das sieht so aus wie eine Ringschachtel, Freunde. Lass uns die direkt mal öffnen und schauen, ob da wirklich ein Ring drin ist. Oh ja! Ist ja super krass, das Ding ist, wartet mal. Das ist gar kein normaler Ring, sondern der besteht einfach nur aus Alufolie und ein Plastikglitzerstein. Der ist einfach aus Müll gemacht. Aber naja, ziehen wir ihn trotzdem mal an. So, ich habe ihn hier am Daumen. Und eigentlich steht er mir übel, Freunde. Den halte ich auf jeden Fall an. Obwohl Forky den bestimmt Knifey schenken will. Mit der ist er ja verheiratet. Naja, hier unten in dem kann ich nichts mehr spüren, aber wow. Ich habe was in seinem Kopf übersehen. Und das ist ein riesiger Zahn. Oh ja, Freunde. Ist es vielleicht Forkys echter Zahn und er ist in Wirklichkeit riesig? Also ich habe keine so große Zähne. Meine sind dagegen super winzig. Ist auf jeden Fall super krass, aber ansonsten kann ich in Forkys Puppe nicht mehr spüren. Und das bedeutet, wir schneiden jetzt direkt noch die von Smarty Pants auf. Bevor wir dann ganz am Ende vom Video in die Puppe von Lillipad reinschauen. Bleibt auf jeden Fall dran, um das nicht zu verpassen. Aber naja, wo sollen wir Smarty Pants zuerst aufschneiden? Der hat hier unten auf jeden Fall so 3 Knöpfe. Versuchen wir direkt mal einen davon zu drücken. Let's go. Boah, jetzt hat er einfach das Geräusch von so einer Klospülung gemacht. Das heißt, die Knöpfe hier unten funktionieren wirklich. Ich bin Smarty Pants und ich helfe dir auf Toilette. Also ich brauche keine Hilfe auf Toilette. Ich bin schon alt genug. Aber naja, machen wir den Schnitt einfach mal hier. In die Mitte von Smarty Pants. Aber was ist das denn? Diese komplette Puppe ist einfach mit so braunem Zeug gefüllt. Ist es etwa das, was ich denke? Aber nein, das riecht eigentlich ganz lecker. Probieren wir das mal. Oh nein, das ist Schokocreme. Lecker, ich liebe Schokocreme. Aber naja, hier muss noch mehr in Smarty Pants drin sein, außer die Schokocreme. Oh ja, aber ich glaube, ich habe hier noch was Braunes. Und das ist dieser braune Haufen hier. Nein, geht, ich stell ihn mal auf den Tisch. So, aber wow, was passiert da? Dieser braune Haufen bewegt sich gerade einfach. Und jetzt fährt er einfach hier
Der gehört eigentlich in die Toilette. Aber naja, egal, hier muss noch mehr Smarty-Pants drin sein. Oh ja, ich hab hier was. Und das ist eine Brille? Oh ja, und die sieht super peinlich aus. Die macht meine Augen super groß. Bedeutet es vielleicht, dass Smarty-Pants in Wirklichkeit diese Brille hier trägt? Mit der sieht ja auf jeden Fall super lustig aus. Aber naja, holen wir so direkt mal die nächste Sache aus ihm raus. Und boah, ich hab hier einfach noch einen braunen Haufen. Aber ich glaube, das ist diesmal ein Furzkissen. Und aha, schaut mal. Das hat hier einfach so ein Kussgesicht drauf. Lass uns das Furzkissen direkt mal ausprobieren und zusammendrücken. Let's go. Und boah, dieser Furz war super laut. Oh, jetzt schlägt es hier auch super nach Furz. Das bedeutet, das ist ein Furzkissen. Was nicht einfach nur das Geräusch von einem Furz macht, sondern auch nach Furz stinkt. Das benutzen wir auf keinen Fall nochmal. Aber naja, hier unten in Smarty-Pants kann ich jetzt nichts mehr spüren, außer diese Watte. Und deswegen schneiden wir ihn jetzt auch noch hier oben aus. So, er ist offen, ich greife direkt in ihn rein. Oh, ich habe hier einfach eine kleine Toilette. Und hier oben auf dem Klodeckel steht magische Toilette drauf. Warum das denn? Ist da vielleicht irgendwas Krasses drin? Ich mach die Toilette direkt mal auf. Ja, da kam gerade das eklige Toilettenwasser rausgespritzt. Und das kam von diesem kleinen braunen Haufen da drin. Hier geht es ja super eklig und jetzt haben wir alles im Gesicht. Das war einfach ein Prank von Smarty-Pants. Ich wisch mir das alles mal wieder aus dem Gesicht. So, und jetzt zeigen wir dir Smarty-Pants. Was passiert, wenn du uns prankst? Wir schneiden dich nämlich noch weiter auf. Und jetzt schneiden wir ihn mal hier oben an diesem gelben Teil auf. Und boah, hier drin war einfach Smarty-Pants. Toilettenspray? Ja, was soll das denn sein? Ich mach den Deckel direkt mal weg. Und wir schauen jetzt einfach mal, was passiert, wenn wir auf diesen Sprühkopf hier drücken. Let's go. Und wow, hier kommen einfach super lange Fäden raus. Und die stinkt auch übel nach Toilette. Ja, das ist ein komisches Spray. Aber naja, ich glaube, das ist auch schon fast leer. Wir tun diese ekelhaften Schnüre mal zur Seite und schauen, ob hier noch irgendwas in Smarty-Pants drin ist. Aber nein, ich kann hier nichts mehr drin spüren. Und das bedeutet, dass wir jetzt die krasseste Puppe, nämlich die von Lillipad, aufschneiden. Ich glaube, wir haben die 10.000 Likes im Shop erreicht. Ja, der Like-Alarm ist gerade auch angegangen. Ich bin so gespannt, was in Lillipad drin ist. Aber wir müssen aufpassen, wenn wir sie aufschneiden. Denn sie ist ja ein Technikspielzeug. Wow. Sie macht gerade auch voll die elektrischen Geräusche, weil wir sie aufschneiden. Aber naja, jetzt ist sie offen. Hier ist auch solche Watte drin. Aber oh, was ist das hier? Das sieht so aus wie ein Lillipad Zeichenpad. Oh ja, hier ist auch so ein Stift dabei. Und mit dem können wir auf dem Zeichenpad schreiben. Ich habe jetzt Hi hier drauf geschrieben. Und wenn wir dieses Ding hier unten bewegen, dann verschwindet alles, was wir darauf gekritzelt haben, wieder. Dieses Lillipad Zeichenpad ist viel zu cool. Aber na, in ihrer Puppe ist noch mehr drin. Ja, ich spüre noch voll viele Sachen. Und boah, ich habe hier einfach ihre Klatschhand. Ja, hier steht einfach Lillys klebrige Hand drauf. Wie cool, lasst uns diese Verpackung direkt mal aufmachen und ihre Hand hier rausholen. So, ich hab sie. Und aha, hier ist sie. Und die können wir jetzt einmal durch die komplette Wohnung schleudern. Wow. Es macht super viel Spaß, mit der zu spielen. Ich habe euch gerade einfach damit getroffen. Wow. Naja, in der Puppe von Lillipad ist bestimmt noch mehr drin, ja. Und ich habe hier einfach einen kleinen Mini-Frosch. Oh ja, und wenn man auf den drauf drückt, dann kommt aus dem einfach so eine riesenlange Froschzunge raus. Ist ja super lustig. Lasst uns dem Frosch mal einen Zungenkuss geben. Jetzt haben sich unsere Zungen einfach berührt. Aber naja, hier ist noch mehr Lillipad drin. Und das ist einfach ein lebendiger Frosch. Oh nein, das gerade war nur ein Spielzeug. Und der hier ist einfach super echt. Aber naja, lassen wir ihn mal durch unsere Wohnung hüpfen. Und holen die nächste Sache aus Lillipad raus. Und das ist ein USB-Stick mit einem geheimen Lillipad-Film. Und der ist Lillipad im Gefängnis. Boah, wie krass, lasst uns den direkt in unseren Laptop stecken. Mit dem sind wir auch in unserem YouTube-Kanal eingeloggt. Freunde, abonniert jetzt und macht die 5 Millionen Abonnenten voll. Aber naja, ich steck den Film direkt mal hier in die Seite rein. Der PC hat den erkannt und es lädt gerade irgendwas. Der Ladebalken ist fast voll. Ich glaube, der Film ist gleich geladen. Aber oh, was passiert hier? Der komplette Laptop flackert gerade. Ich glaube, er wird gerade gehackt. Ja. Jetzt steht es hier gerade auch drauf. Du wurdest gehackt. Oh nein, Freunde, gebt schnell einen Daumen nach oben, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und abonniert kostenlos diesen Kanal. Bevor er komplett von Lillipad übernommen wird. Oh, das ganze Bild flackert hier gerade auch schon. Ich glaube, Lillipad übernimmt alles und